7 Jahre. Das war das Urteil. Dezember 1947, Nürnberg. Ein Mann saß in dem Saal, der seit 2 Jahren Kriegsverbrecher richtete, und hörte zu, als seine Schuld verlesen wurde. Zwangsarbeit, Plünderung, die systematische Ausbeutung von Zehntausenden Menschen in seinen Fabriken. Menschen, die in Viehwaggons ankamen, die morgens zur Arbeit geführt wurden und abends manchmal nicht mehr zurückkehrten. Der Richter sprach. Der Mann notierte etwas in seinem Block. Dann legte er den Stift hin, kein Ausdruck im Gesicht. Sein Name war Friedrich Flick. Er war 64 Jahre alt und die Frage, die dieser Moment aufwirft, die wirkliche Frage ist nicht, warum er verurteilt wurde, sondern was danach kam. 3 Jahre später verließ er das Gefängnis durch eine Seitentür. Draußen wartete bereits ein Wagen mit laufendem Motor. Es waren keine Reporter da, keine Kamerateams. Fast niemand wusste überhaupt, dass er an diesem Morgen freikommen würde. Später schrieb ein Journalist, der zufällig vor Ort gewesen war, über einen merkwürdigen Eindruck. Nicht die Hast eines gefallenen Mannes, sondern die Ruhe von jemandem, der überzeugt war, zurückzukommen. Er trug einen dunklen Anzug, frisch gebügelt, notierte ein Reporter, der zufällig vor Ort war, und dann begann er erneut. Viele Deutsche wussten zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, dass er wieder frei war. Nürnberg lag erst wenige Jahre zurück. In den Kinos liefen noch Wochenschauen mit Bildern aus den Lagern. Städte bestanden aus Ruinen. Männer kamen verstümmelt aus dem Krieg zurück. Frauen standen stundenlang für Lebensmittel an. Und irgendwo zwischen all dem begann Friedrich Flick bereits wieder Kontakte anzurufen. Leise, ohne öffentliche Auftritte und ohne Interviews. Fast so, als hätte es Nürnberg nie gegeben. Dieser Mann, verurteilt als Kriegsverbrecher ohne formalen Besitz, ohne Aktien, ohne Konzern, würde in weniger als 2 Jahrzehnten zum reichsten Privatmann Deutschlands aufsteigen. Er würde nie eine einzige D-Mark Entschädigung an die zahlen, die in seinen Fabriken gelitten hatten. Nie eine Entschuldigung aussprechen. Und als er 1972 starb, hinterließ er seinen Kindern ein Vermögen von schätzungsweise 4 Milliarden D-Mark und eine Erbschaft, die diese Kinder von innen heraus zerstören würde. Das ist die Geschichte der Familie Flick. Nicht die Version, die Deutschland gerne erzählt, sondern die andere. Friedrich Karl Johann Flick wurde am 10. August 1883 in Ernstorf geboren, einem kleinen Dorf in der Eisenindustrielandschaft des Siegerlandes südöstlich von Köln. Sein Vater war Kaufmann, nicht arm, nicht reich. Das typische Bürgertum des Kaiserreichs. Stabilität, Pflicht, keine großen Fragen. Flick stellte von Anfang an große Fragen. Mit 16 verließ er die Schule und begann als Buchhalter in der Stahlindustrie. Kein Talent für Geselligkeit, keine Freude an Smalltalk. Was er hatte, war etwas anderes. Die Fähigkeit, Zahlen zu lesen wie andere Menschen Gesichter. Er sah in Bilanzen, was andere übersahen. Er erkannte Schwäche früher als jeder andere. Und wenn er Schwäche sah, handelte er. Schnell, kalt, ohne zu warten. 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde er Mitglied des Vorstands der Charlottenhütte, eines der ältesten Stahlwerke im Siegerland. Er war 32 Jahre alt. 4 Jahre später kontrollierte er die Mehrheit der Anteile. Er hatte den Moment genutzt, in dem andere zu beschäftigt damit waren, zu überleben. Wer damals mit ihm arbeitete, beschrieb später immer wieder denselben Ablauf. Flick wartete nie lange. Sobald andere unsicher wurden, bewegte er sich. Die Weimarer Republik war für die meisten Deutschen eine Zeit der Erschütterung. Hyperinflation, die Ersparnisse auslöschte, Massenarbeitslosigkeit, politische Gewalt auf den Straßen. Für Friedrich Flick war sie etwas anderes, eine Gelegenheit, wie sie ein Leben lang nur einmal kommt. Er kaufte Stahlwerke, Kohlegruben, Beteiligungen an Unternehmen, die er bald dominieren würde. Er versteckte seinen Einfluss hinter verschachtelten Holdingstrukturen, die kaum jemand vollständig durchschaute. Historiker, die seine Unternehmensarchitektur später rekonstruierten, fanden Dutzende von Zwischengesellschaften, Beteiligungsketten, stille Beteiligungen. Es war weniger ein Konzern als ein Labyrinth mit Flick in der Mitte. Eines seiner wichtigsten Werkzeuge in dieser Zeit war die Kreditfinanzierung. Flick verstand früher als die meisten seiner Zeitgenossen, dass man kein eigenes Kapital brauchte, um Kapital zu kontrollieren. Man brauchte nur die richtigen Banker und das richtige Timing. Er lieh sich, kaufte, verwaltete, refinanzierte. Immer knapp unter der Grenze, wo es gefährlich wurde. Immer mit dem Gefühl, genau zu wissen, wie weit er gehen konnte. Wer ihn in diesen Jahren kannte, erinnerte sich später an ein Detail. Er führte keine langen Gespräche. Wer bei Flick zu Verhandlungen erschien, schilderte Sitzungen, in denen er kaum sprach. Er stellte präzise Fragen, wartete auf die Antwort und entschied dann schnell, so schnell, dass die andere Seite oft das Gefühl hatte, nicht vollständig verstanden zu haben, was gerade passiert war. Bis Ende der 20er Jahre war er einer der mächtigsten Industriellen Deutschlands. Dann kam der Schwarze Freitag. Die Weltwirtschaftskrise traf die Schwerindustrie wie ein Hammerschlag. Stahlwerke schlossen. Banken forderten Kredite zurück.
Der Flick-Konzern stand plötzlich in einer Position, die gefährlich war, überdehnt, hochverschuldet, auf Kante genäht. Was er als nächstes tat, machte ihn in Wirtschaftskreisen berüchtigt. Flick hatte in den späten 20ern mit staatlichen Krediten eine bedeutende Beteiligung am Gelsenkirchener Bergwerks AG aufgebaut, einem riesigen Stahlkonglomerat, das er durch eine Reihe komplizierter Transaktionen kontrollierte. Als die Krise einsetzte und die Aktienkurse im freien Fall waren, verkaufte er dieses Paket zurück an den Staat, zum Nennwert. Die Regierung zahlte über 96 Millionen Reichsmark für Anteile, die am freien Markt dramatisch weniger wert waren. Rein rechtlich sauber, moralisch ein Meisterstück des Opportunismus. Das Geld rettete seinen Konzern, und er war damit noch längst nicht fertig. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Im Herbst 1932 überwies Friedrich Flick 100.000 Reichsmark an die NSDAP. Hitler stand noch nicht an der Macht. Die Partei kämpfte, suchte Verbündete in der Industrie. Flick gab ihnen Geld und damit implizite Glaubwürdigkeit. Er war nicht der einzige Industrielle, der das tat, aber er gehörte zu den ersten und zu den großzügigsten. Warum er es tat, hat er nie vollständig erklärt. Die Akten, die nach dem Krieg auftauchten, zeigen keinen überzeugten Nationalsozialisten. Sie zeigen etwas anderes. Einen Mann, der Regierungen behandelte wie Geschäftspartner, der investierte, wo er Rendite sah, der keine Seite dauerhaft bevorzugte, nur seine eigene. Nach 1933 war die Rendite klar sichtbar. Der Flick-Konzern wuchs unter dem Dritten Reich mit einer Geschwindigkeit, die in normalen Zeiten undenkbar gewesen wäre. Das entscheidende Werkzeug war die sogenannte Arisierung. Jüdische Unternehmer und Familien wurden unter massiven Druck gesetzt. Durch Behördenschikanen, durch Drohungen, durch die erdrückende Rechtslage des NS-Staates, ihre Betriebe weit unter Marktwert abzugeben. Flick kaufte, mehrfach und systematisch. In einem dokumentierten Fall erwarb er ein Unternehmen zu einem Preis, der weniger als 1/10 seines tatsächlichen Werts betrug. Die Vorbesitzer hatten keine echte Wahl gehabt. Flick hatte eine, und genau das macht diese Geschichten bis heute so schwer auszuhalten. Viele Menschen im Deutschland der 30er Jahre behaupteten später, sie hätten keine Wahl gehabt. Keine Möglichkeit, sich zu widersetzen. Keinen Handlungsspielraum. Bei Flick ist dieses Argument schwieriger. Er hatte Macht, Geld und Einfluss. Und trotzdem kaufte er weiter. Doch das alles, die Gelsenkirchen-Transaktion, die Parteifinanzierung, die Arisierungen, war nicht das, wofür er 1947 in Nürnberg verurteilt wurde. Der Kern war etwas anderes. Etwas, das sich in den Schichthallen und Werkshöfen des Flick-Konzerns abspielte, weit weg von Konferenzräumen und Bilanzen. Irgendwann hörte man in einigen Werken des Flick-Konzerns kaum noch Deutsch. Man hörte Russisch, Polnisch, Ukrainisch. Menschen, die nicht freiwillig dort waren. Zwischen 1941 und 1945 arbeiteten in den Betrieben des Konzerns schätzungsweise 48.000 Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene aus der Sowjetunion, verschleppte Zivilisten aus Polen und der Ukraine, KZ-Häftlinge, die von SS-Kommandos zur Arbeit überstellt wurden. Viele von ihnen wussten nicht einmal genau, wohin man sie brachte. Manche kamen in Viehwaggons an, andere nach Tagen ohne ausreichend Essen. Die meisten hatten nie zugestimmt, und niemand fragte sie, ob sie zustimmen wollten. Die Bedingungen, das dokumentieren Dutzende von Zeugenaussagen aus dem Nürnberger Prozess, waren in mehreren Betrieben extrem harsch und würdelos, wobei die Ernährung vielfach kaum zum Überleben ausreichte. Unzureichende Ernährung, fehlende medizinische Versorgung, körperliche Strafen für zu langsame Arbeit, Menschen, die in manchen Werken mit einer Tageskalorienzufuhr arbeiteten, die knapp über dem Verhungern lag. Im Nürnberger Prozess versuchten Flicks Anwälte später, Verantwortung nach unten weiterzugeben, an Direktoren, Werkleiter, Verwaltungsstrukturen. Aber ein Punkt blieb erstaunlich klar. Friedrich Flick wusste, was in seinen Betrieben geschah. Er bekam Berichte, fast täglich, Zahlen, Produktionsquoten, Ausfälle. Und manchmal standen zwischen diesen Zahlen Hinweise auf Menschen, die zusammengebrochen waren oder nicht mehr arbeiten konnten, und jeden Sonntag, so berichten es Zeitzeugen, die ihn kannten, ging er in die Kirche. Es gibt Historiker, die später versuchten, dieses Bild zu verstehen. Menschen, die in manchen Werken mit einer Tageskalorienzufuhr arbeiteten, die für schwere körperliche Arbeit völlig unzureichend war. Vielleicht suchen Menschen zu oft nach dem einen großen Monster. Obwohl Geschichte viel häufiger von Menschen geprägt wird, die morgens arbeiten gehen, Entscheidungen treffen und lernen, moralische Fragen einfach weit genug von sich wegzuschieben, vielleicht liegt genau darin die unangenehmste Frage dieser Geschichte. Ab welchem Punkt wird Schweigen selbst zu einer Entscheidung? Schreib mir in die Kommentare, wie du das siehst. Dieses Bild lässt sich nicht auflösen. Der fromme Mann am Sonntag. Die Fabriken, in denen werktags Zwangsarbeiter schuften. Diese beiden Dinge existierten gleichzeitig im selben Leben, im selben Kopf eines einzigen Menschen. Wer ihn persönlich kannte, beschrieb ihn nicht als grausam, nicht als jemanden, der Leiden genoss. Er wurde als kalt beschrieben, emotional abwesend, vollständig auf Effizienz fokussiert. Menschen in seinen Betrieben waren Produktionsfaktoren.
Zwangsarbeiter waren billige Produktionsfaktoren. Ob ihn das innerlich jemals erreichte, weiß niemand. Menschen, die mit ihm arbeiteten, beschrieben keinen fanatischen Ideologen, eher einen Mann, der gelernt hatte, bestimmte Fragen einfach nicht mehr zu stellen. Es gibt einen einzigen dokumentierten Moment, in dem Flick in den Nachkriegsjahren auf dieses Thema angesprochen wurde. Ein Journalist fragte ihn direkt, ob er Reue empfinde. Flick antwortete nicht mit Ja. Er antwortete nicht mit Nein. Er sagte, er habe getan, was die Situation erforderte. Das ist vielleicht das Beunruhigendste an der Geschichte dieses Mannes. Im Herbst 1945 wurde Friedrich Flick von amerikanischen Truppen verhaftet. Als Friedrich Flick 1947 in Nürnberg erschien, war der Krieg offiziell vorbei. Aber im Gerichtssaal hatte man oft nicht das Gefühl, dass wirklich etwas beendet war. Es gab zu viele Dokumente, zu viele Aussagen und zu viele Menschen, die beschrieben, was in den Fabriken und Lagern geschehen war. Der sogenannte Flick-Prozess, offiziell der 4. der Nürnberger Nachfolgeprozesse und später oft einfach der industriellen Prozess genannt, begann im April 1947. 5 Angeklagte, 5 Anklagepunkte, Sklavenarbeit, Zwangsarbeit, Plünderung besetzter Gebiete, Verbrechen gegen Kriegsgefangene und die Finanzierung des NS-Regimes. Der Saal in Nürnberg war zu diesem Zeitpunkt weltweit bekannt. Göring war dort verurteilt worden, Ribbentrop, Keitel. Jetzt saßen Industrielle auf der Anklagebank, Männer in Anzügen statt Uniformen. Es war etwas Neues. Die Frage, die der Prozess stellte, war neu. Wie weit reicht die Schuld desjenigen, der nicht schießt, aber den Betrieb laufen lässt? Flick saß durch alle Sitzungen, er notierte. Er wirkte, beschrieben Beobachter von damals, weniger wie ein Angeklagter als wie jemand, der eine Geschäftsbesprechung verfolgt, bei der er nicht zuständig ist. In 2 Punkten wurde Flick schuldig gesprochen: Sklavenarbeit und Plünderung. In 3 Punkten freigesprochen, darunter der direkte Vorwurf der Unterstützung des Regimes, da das Gericht eine persönliche politische Mitverantwortung nicht als hinreichend nachgewiesen ansah. 7 Jahre. In Landsberg verbrachte er seine Zeit in demselben Gefängnis, in dem Hitler 1924 seine Haftstrafe abgesessen und Mein Kampf diktiert hatte. Flick las, schrieb Briefe, empfing Besucher und wartete. Er wusste, was er wusste, das politische Klima ändert sich. Der Kalte Krieg eskaliert. Die Amerikaner brauchen Westdeutschland als Bollwerk gegen den Kommunismus und ein wirtschaftlich ruiniertes Deutschland nützt niemandem. In den frühen 50er Jahren begannen amerikanische Hochkommissare, die Urteile der Nürnberger Nachfolgeprozesse zu überprüfen. Begnadigungen wurden ausgesprochen, Strafrahmen reduziert, Flick hatte Geduld gehabt. Jetzt zahlte sie sich aus. Am 24. Oktober 1950 öffnete sich die Tür von Landsberg. Friedrich Flick trat heraus. Er hatte von seinem Urteil weniger als die Hälfte verbüßt, eine Amnestieentscheidung der Alliierten Hohen Kommission hatte den Rest erlassen. Das Erste, was er tat, er rief seinen Sohn Friedrich Karl an. Das Zweite, er begann zu planen. Was in den folgenden 2 Jahrzehnten geschah, ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte ohne direkte Parallele. Ein verurteilter Kriegsverbrecher, ohne formalen Besitz, ohne Aktien, ohne Konzernstruktur. Die Alliierten hatten sein Imperium nach der Kapitulation entflochten und zerschlagen, baute es neu auf. Nicht auf einem Fundament von Beziehungen zur Besatzungsmacht, nicht mit Subventionen, nicht durch Glück. Er baute es so auf, wie er es immer getan hatte, indem er kaufte, was andere für wertlos hielten. Er begann klein. Zumindest wirkte es von außen so. Erst Kohle, dann Stahl und schließlich Beteiligungen an Unternehmen, deren Namen in der Öffentlichkeit oft kaum auffielen. Aber genau dort bewegte sich Flick am liebsten. Er bewegte sich lieber in Bereichen, die außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit lagen und die kaum jemand vollständig verstand. Holdingstrukturen, Zwischengesellschaften, Beteiligungsketten, selbst Wirtschaftsjournalisten verloren damals manchmal den Überblick darüber, wo der Einfluss des Flick-Konzerns eigentlich begann und wo er aufhörte. Gleichzeitig explodierte die westdeutsche Wirtschaft. Überall entstanden neue Straßen, neue Fabriken und neue Autos. Die Bundesrepublik brauchte Stahl für fast alles. Und Friedrich Flick verstand früher als viele andere, dass man in solchen Zeiten nicht sichtbar sein musste, um mächtig zu werden. Man musste nur an den richtigen Stellen sitzen. Die Banken kamen zurück. Manche ihrer Direktoren kannte er noch aus den 30er Jahren. Es gab in diesen Jahren eine Debatte in der jungen Bundesrepublik darüber, ob Männer wie Flick, Verurteilte der Nürnberger Prozesse, Begnadigte der amerikanischen Hohen Kommission in der deutschen Wirtschaft aktiv sein durften. Es war eine kurze Debatte. Die praktischen Bedürfnisse des Wiederaufbaus überwogen. Deutschland brauchte Industrielle, die Industriestrukturen kannten. Flick kannte sie besser als die meisten. Und mit jedem Jahr entstand in der Bundesrepublik ein merkwürdiger Eindruck, dass manche Männer nach 1945 offenbar schneller zurückkehren durften als andere. Vor allem dann, wenn man sie wirtschaftlich noch brauchte. Öffentliche Bedingungen stellte ihm jedenfalls kaum jemand. Viele sehen in dieser Geschichte nicht nur das Versagen eines einzelnen Mannes, sondern das Versagen eines ganzen Systems.
Glaubst du, Deutschland wollte nach dem Krieg wirklich aufarbeiten oder einfach nur möglichst schnell weitermachen? Schreib es unten in die Kommentare. 1952 besaß er bereits wieder bedeutende Industriebeteiligungen. 1957 kontrollierte der Flick-Konzern unter anderem wesentliche Anteile an mehreren der wichtigsten Unternehmen im Ruhrgebiet. Bis in die 60er Jahre wuchs das Imperium erneut zu einer der größten privaten Industriegruppen Deutschlands heran. Während der Konzern wieder wuchs, schrieben an anderen Orten Menschen Briefe. Aus Polen, aus der Ukraine, aus Israel, auch aus Deutschland selbst. Manche dieser Briefe waren an Gerichte adressiert, manche an Anwälte, manche direkt an Behörden. Es ging fast immer um dieselbe Frage, ob irgendjemand für das bezahlen würde, was in den Flick-Betrieben passiert war. Friedrich Flick zahlte nichts, sein Konzern zahlte nichts. Als Journalisten ihn darauf ansprachen, schwieg er. Wenn Juristen drängten, antworteten seine Anwälte mit Verfahrensfragen. Wenn die Frage zu laut wurde, wurde sie stillgemacht durch Hinhalten, durch juristische Schachzüge, durch das beharrliche Nichts. Mit den Jahren entstand daraus etwas, das fast wie eine Strategie wirkte. Möglichst wenig sagen, möglichst lange warten und darauf hoffen, dass die Zeit den Rest erledigt. Und es funktionierte jahrzehntelang. Die Bundesrepublik der Adenauer Jahre hatte andere Prioritäten. Wiederaufbau, Westintegration, Wirtschaftswunder. Die Fragen, die Nürnberg aufgeworfen hatte, wurden nicht so sehr beantwortet wie beiseite geschoben. Auf später, auf irgendwann, auf eine Zeit, die nie ganz ankam. Flick profitierte von diesem Aufschub. Jedes Jahr, das verging, machte die Entschädigungsforderungen schwächer, juristisch, politisch, praktisch. Die Zeugen wurden älter, die Akten blieben ungeöffnet. Ende der 60er Jahre hielt der Flick-Konzern 39% der Aktien der Daimler-Benz AG, das wertvollste Automobilunternehmen Deutschlands. Ein Paket, das allein Milliarden wert war, dazu Beteiligungen an W.R. Grace, einem amerikanischen Chemiekonzern, und an einem Dutzend weiterer Industrieunternehmen in Deutschland und Europa. Friedrich Flick war erneut der reichste Privatmann Deutschlands. Und genau das machte viele seiner Kritiker sprachlos. Nicht nur, dass er zurückgekehrt war, sondern wie vollständig diese Rückkehr gelungen war. Ein Mann, der in Nürnberg verurteilt worden war, kontrollierte erneut Beteiligungen an einigen der wichtigsten Industrieunternehmen Europas. Fast so, als hätte die Geschichte zwischendurch nur kurz pausiert. Er lebte seltsamerweise in bescheidenen Verhältnissen. Kein Schloss, keine Superjacht. Ein bürgerliches Haus in Konstanz am Bodensee. Er mied die Öffentlichkeit wie ein physisches Übel. Es gibt kaum Fotos von ihm aus den 50er und 60er Jahren, kaum Interviews, kaum Berichte über sein Privatleben. Er existierte als Gerücht, als Macht, die wirkte, ohne sichtbar zu sein. Am 20. Juli 1972 starb Friedrich Flick in Konstanz. Er war 89 Jahre alt. Er hinterließ keine öffentliche Erklärung. Zu den Menschen, die in seinen Fabriken gelitten hatten, sagte er öffentlich nichts. Kein Kommentar zu seiner Verurteilung oder seiner Begnadigung oder dem Deutschland, das er mitgebaut und mitgeprägt hatte. Er hinterließ 4 Milliarden D-Mark und einen Namen. Dieser Auftrag ging an seinen Sohn Friedrich Karl Flick über. Einen Mann, der in seinem Leben kaum je in die Öffentlichkeit getreten war. Einen Mann, der das Schweigen seines Vaters geerbt hatte, aber nicht dessen Kälte, nicht dessen Geduld und nicht dessen Gespür dafür, wann man hält und wann man verkauft. Denn Friedrich Karl würde bald eine Entscheidung treffen, die seinen Vater fassungslos gemacht hätte. Er würde alles verkaufen. Fast 2 Milliarden D-Mark in bar. Das größte private Industriepaket Deutschlands, aufgelöst in einem einzigen stillen Geschäft. Und mit diesem Geld begann etwas, das kein Krieg, kein Gericht und kein Nürnberger Urteil je geschafft hatte, der eigentliche Untergang der Familie Flick. Nicht durch äußere Gewalt, sondern durch das Leben, das nach dem Verkauf begann. Was dann folgte, nannten die Deutschen später die Flick-Affäre, den größten Politikskandal der Bundesrepublik. Ein Skandal, der Minister zu Fall brachte, eine Regierung erschütterte und einen Namen für immer in die Chronik des deutschen Versagens eintrug. Genau dort beginnt der nächste Teil dieser Geschichte. Friedrich Karl Flick war nicht sein Vater. Das war das Erste, was jedem auffiel, der beiden begegnet war. Friedrich Senior hatte kaum gesprochen, hatte Macht wie einen stillen Motor laufen lassen, unsichtbar und kalt. Der Sohn war anders, er trat auf, er zeigte sich, er hatte Freunde, echte Freunde, nicht nur Netzwerkkontakte. Er liebte Pferde, liebte das Reisen, liebte Gesellschaft. Er war, kurz gesagt, ein Mensch, den man mochte. Später sollte genau das zum Problem werden. 1972 erbte Friedrich Karl Flick ein Imperium. 4 Milliarden D-Mark, Beteiligungen an Daimler-Benz, an amerikanischen Chemiekonzernen, an Dutzenden von Industrieunternehmen quer durch Europa. Er war 45 Jahre alt. Er hatte sein Leben lang in der Nähe dieser Macht gelebt, ohne jemals vollständig in ihr Zentrum eingetreten zu sein. Sein Vater hatte ihn bewusst ferngehalten,
Nicht aus Ablehnung, so sagen es Historiker, sondern aus Kontrolle. Friedrich Senior hatte nie geteilt. Nicht Macht, nicht Einblick, nicht Vertrauen. Was der Sohn erbte, war also nicht nur ein Konzern. Es war ein Labyrinth, das nur einer vollständig kannte. Und der war tot. Friedrich Karl begann sich zu orientieren. Er holte sich Berater. Er besuchte Unternehmen, er lernte Bilanzen kennen, die sein Vater jahrzehntelang verborgen hatte. Und je tiefer er schaute, desto klarer wurde eine Frage, die er sich vielleicht nicht vollständig gestellt hatte, bevor er sie beantworten musste. Friedrich Karl musste plötzlich entscheiden, was man mit einem Vermögen dieser Größe überhaupt tun soll. Sein Vater hatte die Antwort immer gewusst: Man investiert, man kauft, man baut. Friedrich Karl hatte eine andere Antwort, und sie würde alles verändern. Im Jahr 1975 verkaufte Friedrich Karl Flick seinen Anteil an der Daimler-Benz AG, 29% der Aktien des wichtigsten Automobilunternehmens Deutschlands, für rund 1,9 Milliarden D-Mark in bar in einem einzigen Paket an die Deutsche Bank. Es war die größte private Unternehmenstransaktion in der Geschichte der Bundesrepublik bis zu diesem Zeitpunkt. Warum er verkaufte, hat er in späteren Jahren unterschiedlich begründet. Manchmal sprach er von Diversifizierung, manchmal von persönlichen Gründen. Was die Akten zeigen, ist pragmatischer. Der Flick-Konzern war zu stark in der Schwerindustrie konzentriert, die in Deutschland gerade unter Druck geriet. Die Öl- und Stahlkrise der frühen 70er Jahre fraß Margen. Es war ein vernünftiger Zeitpunkt, um zu verkaufen. Aber dann kam das Problem: 1,9 Milliarden D-Mark. Kapitalgewinn. Das deutsche Steuerrecht war eindeutig. Der Staat wollte seinen Anteil. Die Steuerlast auf diesen Gewinn hätte Hunderte von Millionen D-Mark betragen. Eine Summe, die selbst für die Flicks schmerzhaft war. Es gab theoretisch einen Ausweg. Das Außensteuergesetz erlaubte unter bestimmten Bedingungen eine Steuerbefreiung, wenn die Erlöse innerhalb festgesetzter Fristen in bestimmte Bereiche reinvestiert wurden. Aber die Entscheidung darüber lag nicht bei einem Finanzbeamten. Sie lag beim Bundeswirtschaftsministerium. Friedrich Karl brauchte eine politische Entscheidung zu seinen Gunsten. Und er kannte die Leute, die sie treffen konnten. Eberhard von Brauchitsch war der Mann, dem Friedrich Karl Flick die meisten seiner operativen Entscheidungen überließ. Er war Generalbevollmächtigter des Flick-Konzerns, kein Eigentümer, kein Erbe, aber de facto der Manager, der die tägliche Macht ausübte. Kultiviert, eloquent, bestens vernetzt in den Bonner Kreisen, in denen Industriepolitik gemacht wurde. Er kannte Minister und Staatssekretäre. Er wusste, wie die Bundesrepublik wirklich funktionierte. Nicht durch Gesetze, sondern durch Beziehungen. Was in den Jahren nach dem Daimler-Verkauf entstand, wirkte nach außen fast harmlos. Keine dunklen Hinterzimmer, keine Koffer voller Bargeld in Tiefgaragen. Stattdessen etwas viel Schwierigeres zu greifen: ein Netzwerk aus Gefälligkeiten, Kontakten und Zahlungen, das intern einen erstaunlich nüchternen Namen trug: nützliche Aufwendungen. Geld floss über Konten in Liechtenstein und der Schweiz. Von dort weiter an Parteiorganisationen, an Anwälte, an Personen, die offiziell oft gar nicht direkt mit der Politik verbunden wirkten. Gerade das machte das System so effektiv. Alles wirkte kompliziert genug, um Verantwortlichkeiten verschwimmen zu lassen. Die Empfänger wussten, was es war. Die Geber wussten, was sie erwarteten. Niemand schrieb es auf. Niemand sagte es laut. Über mehrere Jahre flossen auf diesem Weg schätzungsweise 25 Millionen D-Mark an Politiker und Parteifunktionäre in die CDU, in die FDP, vereinzelt auch in die SPD. Die Gegenleistung war selten direkt formuliert, sie musste nicht formuliert werden. Jeder, der Geld von Flick annahm, wusste, dass Flick Steuerfreistellungen brauchte, dass er wohlwollende Wirtschaftspolitik brauchte, dass er Türen brauchte, die für normale Bürger geschlossen blieben. Was das System so bemerkenswert machte, war nicht seine Dreistigkeit, es war seine Selbstverständlichkeit. In den internen Unterlagen des Flick-Konzerns, die später sichergestellt wurden, wurden diese Zahlungen unter demselben Buchführungsstandard verwaltet wie Büromaterial und Reisekosten, Unterschriften, Quittungen, ordentlich abgeheftete Belege. Von Brauchitsch führte Listen, er prüfte Empfänger, er bewertete Rendite im wörtlichen Sinne, welche politische Verbindung lohnt sich, welche nicht. Es war ein Portfolio. Politik wurde in diesen Unterlagen manchmal fast behandelt wie ein Investitionsbereich. Welche Verbindung lohnt sich? Wer ist hilfreich? Wo bekommt man langfristig Einfluss zurück? Otto Graf Lambsdorff, FDP-Bundeswirtschaftsminister, erhielt Zahlungen. Hans Friedrichs, sein Vorgänger im selben Amt, ebenfalls. Rainer Barzel, Bundestagspräsident der CDU und einst Kanzlerkandidat, erhielt nach allem, was später bekannt wurde, 1,7 Millionen D-Mark verschleiert über eine Münchner Anwaltskanzlei für ein Gutachten, das nie fertiggestellt wurde. Helmut Kohl, zu diesem Zeitpunkt CDU-Vorsitzender, war ebenfalls im Visier der Ermittler. Die Ermittlungen gegen ihn wurden später eingestellt, aus Mangel an Beweisen, wie es hieß. Das System funktionierte. Die Steuerfreistellungen kamen. Der Flick-Konzern zahlte deutlich weniger, als er ohne die nützlichen Aufwendungen hätte zahlen müssen.
Und niemand ahnte, dass irgendwo in einem Aktenschrank ein Buchhalter existierte, dessen Aufzeichnungen akkurater waren, als von Brauchitsch es sich vorgestellt hatte. Es begann, wie solche Dinge immer beginnen, mit einer Routineprüfung. Im Jahr 1982 untersuchten Steuerfahnder in Düsseldorf die Bücher einer Firma, die mit dem Flick-Konzern verbunden war. Es war eine Routinemaßnahme, kein besonderer Verdacht. Der Beamte, der die Unterlagen durchging, fand etwas, das nicht hätte da sein sollen. Detaillierte Aufzeichnungen, Namen, Beträge, Daten, Empfänger. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, diese Dokumente würden innerhalb von 12 Monaten den größten Politikskandal in der Geschichte der Bundesrepublik auslösen. Der Spiegel berichtete zuerst im August 1983. Die Titelgeschichte war präzise und vernichtend. Zahlen, Konten, Namen, Daten. Während immer mehr Details öffentlich wurden, entstand in der Bundesrepublik ein unangenehmes Gefühl, dass sich hinter der sauberen, kontrollierten Fassade der Nachkriegsdemokratie ein System entwickelt hatte, in dem Geld sehr viel mehr Türen öffnen konnte, als viele Menschen glauben wollten. Nicht einmalig, nicht zufällig, systematisch, über Jahre. Bonn wirkte in diesen Wochen wie eine Stadt, in der plötzlich zu viele Menschen Angst hatten, dass irgendwo noch Unterlagen existieren könnten. Termine wurden kurzfristig abgesagt. Sprecher begannen plötzlich auffallend vorsichtig zu formulieren. Und in manchen Parteizentralen brannte spät nachts noch Licht. Wer Geld bekommen hatte, fragte sich, was dokumentiert war. Wer Geld gegeben hatte, fragte sich dasselbe. Die Flick-Affäre, wie sie sofort genannt wurde, erschütterte Bonn wie nichts zuvor. Lambsdorff trat im Juni 1984 als Wirtschaftsminister zurück, noch vor seiner Verurteilung. Er wurde 1987 wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe zu Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt. Friedrichs wurde ebenfalls verurteilt. Barzel trat als Bundestagspräsident zurück, noch bevor die Anklage vollständig formuliert war. Von Brauchitsch wurde vor Gericht gestellt, verurteilt. Er zahlte eine Geldstrafe und verbrachte keine Zeit im Gefängnis. Friedrich Karl Flick selbst wurde angeklagt. Am Ende wurde er freigesprochen, das Gericht konnte ihm keine persönliche Kenntnis der Einzelzahlungen nachweisen. Sein Mann hatte gehandelt. Er hatte, so seine Darstellung, von den Details nichts gewusst. In der Öffentlichkeit glaubte das kaum jemand. Aber die öffentliche Meinung entscheidet keine Gerichtsurteile. Friedrich Karl trat in der gesamten Affäre nie öffentlich auf. Er gab keine Pressekonferenz, kein Statement. Und wie so oft in der Geschichte dieser Familie sagte Friedrich Karl Flick öffentlich fast nichts. Was dann folgte, hätte niemand erwartet. Nicht einmal diejenigen, die den Konzern von innen kannten. Friedrich Karl Flick verkaufte alles. Er verkaufte nicht nur einzelne Beteiligungen, er verkaufte praktisch den gesamten verbleibenden Konzern. Den gesamten verbleibenden Flick-Konzern, Stahlwerke, Bergbaubeteiligungen, Industriegruppen, die sein Vater über ein halbes Jahrhundert zusammengetragen hatte, ging zwischen 1985 und 1986 an die Deutsche Bank über. Das Gesamtvolumen aller Transaktionen belief sich auf mehrere Milliarden D-Mark. Die Flick-Ära in der deutschen Industrie war vorbei. Es gab keine dramatische Pressekonferenz, keine Abschlussfeier, keine Rede. Der Konzern löste sich auf wie Nebel am Morgen, still, fast lautlos, fast unwirklich. Friedrich Karl selbst zog nach Kitzbühel in die österreichischen Alpen. Er beantragte die österreichische Staatsbürgerschaft und erhielt sie. Er ließ Deutschland hinter sich, das Land, das seinen Vater verurteilt und dann begnadigt hatte, das seinen Konzern profitieren und dann skandalisiert hatte. Er lebte zurückgezogen. Pferde, Jagd, Gesellschaft in kleinen, ausgewählten Kreisen, keine Interviews mehr, kein Konzern mehr, nur das Geld, und das war in einem bestimmten Sinne genug. Im Jahr 1999 begann die deutsche Bundesregierung unter Gerhard Schröder, eine Stiftung aufzubauen, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Das Ziel war, endlich das zu tun, was jahrzehntelang aufgeschoben worden war, Entschädigungen für ehemalige Zwangsarbeiter. Die großen deutschen Unternehmen Daimler, BMW, Volkswagen, Siemens, BASF zahlten in den Fonds ein. Insgesamt kamen über 5 Milliarden D-Mark zusammen. Mehr als 1 Million frühere Zwangsarbeiter und deren Erben erhielten Zahlungen. Friedrich Karl Flick war zu diesem Zeitpunkt einer der reichsten Männer Europas. Er wurde persönlich angesprochen. Öffentlich, durch Briefe, durch Vermittler, durch Journalisten. Die Bitte war klar, zahlen Sie. Ihr Vater hat Sie ausgebeutet. Sie haben das Vermögen geerbt, das dadurch entstand. Zahlen Sie. Er verweigerte. Er ließ durch seine Anwälte mitteilen, dass er keine persönliche, moralische oder rechtliche Verantwortung trage, dass die Verbrechen der Vergangenheit nicht seine seien, dass er bereit sei, die rechtliche Lage zu diskutieren, aber keine freiwillige Zahlung leisten werde. In Deutschland wurde das Schweigen diesmal nicht so leicht akzeptiert wie in den 50er Jahren. Die Zeitung.
Die Zeit veröffentlichte einen offenen Brief von Überlebenden und ihren Angehörigen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland forderte öffentlich eine Beteiligung der Familie. Der damalige Bundeskanzler Schröder appellierte in einer Presseerklärung, ohne den Namen direkt zu nennen, an die Verantwortung aller Beteiligten. Kein Cent floss von Friedrich Karl Flick in den Entschädigungsfonds. Es gab in Deutschland in jenen Jahren eine kurze, intensive öffentliche Debatte darüber. Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge, Appelle. Dann verebbte sie. Die Stiftung wurde ohne Flick gefüllt. Die Zahlungen an die ehemaligen Zwangsarbeiter gingen trotzdem, wenn auch spät, wenn auch zu wenig. Friedrich Karl Flick starb am 5. Oktober 2006 in Kitzbühel. Er war 79 Jahre alt. Er hatte nie gezahlt. Sein Vater hatte bis zum Tod geschwiegen. Er auch. Das Geld blieb. Und damit begann das letzte Kapitel der Geschichte, das seltsamste von allen. Friedrich Karl hatte 3 Kinder. Unter ihnen Friedrich Christian Flick, den die Welt bald nur noch Mick nennen würde. Er war nicht im Stahl groß geworden, nicht in der Politik, nicht in den Hinterzimmern von Bonn. Er war in einer Familie aufgewachsen, deren Name Macht bedeutete, aber zu einer Zeit, in der diese Macht bereits dabei war, sich aufzulösen. Mick Flick interessierte sich für Kunst. Nicht als Hobby, als Obsession. In den 80er und 90er Jahren baute er eine der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst in Europa auf. Werke von Andy Warhol, Joseph Beuys, Bruce Nauman, Cindy Sherman, über 500 Arbeiten akkumuliert über 2 Jahrzehnte in einem Tempo und mit einem Gespür, das selbst erfahrene Kunsthändler überraschte. Dann im Jahr 2004 bot Mick Flick seine Sammlung dem Hamburger Bahnhof in Berlin an, einem der wichtigsten Museen für zeitgenössische Kunst in Deutschland. Das Museum sollte die Werke für 7 Jahre zeigen, in einem der größten Ausstellungsräume Berlins. Die Kontroverse, die folgte, war vorhersehbar und trotzdem heftiger als erwartet. Jüdische Organisationen protestierten. Historiker schrieben offene Briefe. Aktivisten stellten sich vor die Museumstüren. Die Frage war dieselbe, die schon 1999 gestellt worden war, nur diesmal in einem anderen Raum mit anderen Wänden. Darf eine Öffentlichkeit, darf ein öffentlich finanziertes Museum den Namen Flick präsentieren, die Sammlung eines Mannes zeigen, dessen Familie nie Verantwortung übernommen hat? Darf ein Name, der durch Zwangsarbeit und Schweigen zu Geld gekommen ist, nun als Mäzen der Hochkultur in Erscheinung treten? Die Museumsdirektion und die Berliner Kulturpolitik entschieden. Ja, die Sammlung, die Flick Collection, wie sie hieß, wurde gezeigt. Die Eröffnung war ein Ereignis. Hunderte von Gästen, Kritiker aus ganz Europa, lange Berichte in den Feuilletons. Die Kunst war unbestreitbar von höchster Qualität. Und der Name über dem Eingang war unbestreitbar derselbe wie auf dem Nürnberger Urteil von 1947. Mick Flick selbst äußerte sich, wie Flick sich äußerten, sparsam. Er zeigte sich bei der Eröffnung. Er sagte, Kunst verbinde, wo Geschichte trenne. Ob das eine Antwort auf die Fragen war, die gestellt wurden, ließ er offen. Es gab einen Moment bei der Berliner Eröffnung, der später in mehreren Berichten erwähnt wurde. Vor dem Eingang des Hamburger Bahnhofs standen Demonstranten mit Schildern, auf denen Namen standen, Namen ehemaliger Zwangsarbeiter aus den Flick-Fabriken. Die Besucher der Vernissage gingen an ihnen vorbei. Die Kunst drinnen war makellos, draußen regnete es, die Sammlung kehrte nach 7 Jahren nicht nach Deutschland zurück. Sie wurde verkauft, Stücke davon an verschiedene Museen und Sammler weltweit. Der Rest lebt in Lagern und Privaträumen in Genf, wo Mick Flick seit Jahren lebt. Mit den Jahren verschwand der Name Flick langsam aus der öffentlichen Wahrnehmung. Das geschah nicht plötzlich, sondern fast unbemerkt. Generation für Generation wussten weniger Menschen, wer Friedrich Flick gewesen war oder was in seinen Fabriken passiert war. In Nürnberg steht heute noch das Gebäude, in dem 1947 die Nachfolgeprozesse stattfanden. Touristen gehen hindurch, Schulklassen, Historiker. Es ist ein Gedenkort. In den Vitrinen hängen Fotos der Angeklagten, Dokumente, Urteilsausfertigungen. Friedrich Flick ist dabei, ein kleines Bild, ein kurzer Text, eine Nummer in einer langen Liste. Und vielleicht liegt genau darin etwas Verstörendes. Während andere Nürnberg als Ende sahen, dachte Friedrich Flick offenbar längst an den nächsten Schritt. Im selben Jahr, in dem seine Zwangsarbeiter endlich Entschädigung beantragen konnten, 1999, mehr als 50 Jahre später, saß sein Sohn in Kitzbühel und schrieb nichts. Und in Berlin im Hamburger Bahnhof hingen Warhols und Beuys unter dem Namen Flick, während in einem anderen Raum der Stadt, in einem Archiv, die Namen von 48.000 Menschen in vergilbten Akten standen, Menschen, die in seinen Fabriken gearbeitet hatten und für deren Leid niemand aus dieser Familie je aufgestanden war. Vielleicht war das eigentliche Erbe der Familie Flick nie nur Geld, nicht die Milliarden, nicht die Industrieunternehmen und vielleicht nicht einmal die politische Affäre der 80er Jahre. Es war das Schweigen. Ein Vater, der schwieg. Ein Sohn, der ebenfalls schwieg
Und ein Land, das viele dieser Geschichten lieber weit genug von sich wegschob, um irgendwann wieder nach vorne schauen zu können. Irgendwo in den österreichischen Alpen liegt heute ein Grab mit einem Namen, der einmal zu den mächtigsten der deutschen Industrie gehörte. Viele Menschen kennen diesen Namen heute nicht mehr. Vielleicht wäre Friedrich Flick damit zufrieden gewesen. Geschichten wie diese verschwinden oft nicht, weil sie unwichtig sind, sondern weil irgendwann niemand mehr über sie spricht. Wenn dich genau solche verborgenen Kapitel der Geschichte interessieren, dann abonniere den Kanal und unterstütze das Video mit einem Like. Denn hinter vielen der bekanntesten Namen der Geschichte gibt es noch Geschichten, über die kaum jemand spricht.